luftleerer Raum. Schritte schwer wie Blei. Atemlosigkeit im Dunst meines Seins. Ich erinnere mich an gleichmäßiges Atmen, explodiert in Höchstekstasen. Laken wurden warm, wurden heiß und jetzt sind sie eiskalt. Aufgewacht, nicht geträumt. Aufgewacht in der Realität, was habe ich versäumt? Da war kein Schlaf, da war kein Schlummer. Neben mir lag ein Dummer und ich, was tat ich? In mir fühlte es sich so schrecklich leer an. Dabei ist dort alles andere als Leere. Gedanken hämmern tonnenweise auf mich ein. Denn unter meiner Bauchdecke lebt es. In meiner Gebärmutter, da regt es sich und es regt mich auf. 2 Streifen, die über 2 Leben entscheiden. Eins für mich und eins für das, was in mir ist. Man braucht ja gewisse Entscheidungskriterien, um so eine Entscheidung zu fällen. Das ist ja keine einfache Entscheidung. Und ich glaube, dass man da als betroffene Person, als betroffene Frau primär geleitet wird von familiären Werten, die man hat, die man zum Teil übernommen hat, von Eltern, vom Familienhaus, von Kultur und so weiter. Aber nicht nur das, sondern auch einfach das Verständnis, was man hat, ab wann ist etwas ein Leben, ab wann ist etwas kein Leben. Also da geht es viel auch um Menschenbilder, um einfach Weltanschauungen. Also ich glaube, dass das einen ganz großen Teil ausmacht, ob man da jetzt irgendwie Entscheidungsängste hat oder ob man sich ziemlich gleich sicher ist, das mache ich so oder ich mache es nicht so. Ja, ich bin die Ann-Christine Holzinger. Ich bin jetzt 33 und habe noch keine Kinder, aber ich wünsche mir natürlich Kinder. Und habe vor 10 Jahren, also mit 23 Jahren, abgetrieben. Damals war es so, dass ich eine längere Beziehung hatte. Also mit 23 ist ja 4 Jahre schon lang. Allerdings habe ich halt stetig gemerkt, dass die Beziehung nicht gesund war. Er war sehr autoritär und hat mich eingesperrt eigentlich. Und ich bin dann durch Gespräche mit Freundinnen so weit stabil geworden in meiner Persönlichkeit, dass ich gesagt habe, das funktioniert so nicht, diese Beziehung, und habe dann mich getrennt und habe danach ein neues Leben begonnen eigentlich. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass ich schwanger war, was überhaupt nicht reingepasst hat, weil ich mich schon für ein Studium angemeldet habe, wollte unbedingt Lehrerin werden. Und dann bin ich eben vor dieser Entscheidung gestanden, soll ich das Kind jetzt behalten? Sollte ich mich ewig an diesen Mann binden? Kann ich das? Schaffe ich das rein psychisch? Und habe dann auch mit Freundinnen gesprochen, mit meiner Cousine, mit meiner Mutter. Und ich habe mich eben dann für die Abtreibung entschieden und bin mit meiner Freundin in die Klinik gefahren. Mein Name ist Anna, ich bin 28 Jahre alt, habe keine Kinder und zum Zeitpunkt meiner Schwangerschaft war ich 24 Jahre alt. Ich bin damals trotz Pille schwanger geworden. Mit dem Vater des Kindes war ich nicht zusammen, also es war eher was Lockeres. Schon vor dem ersten Schwangerschaftstest und vor dem Aussetzen der Periode habe ich eigentlich gewusst, dass ich schwanger bin. Also ich habe es gespürt. Und ich glaube auch jeder, der seinen Körper ein bisschen kennt, der spürt das schon davor. Ich habe dann trotzdem, mir vom Piper, glaube ich, einen Schwangerschaftstest geholt. Nur einen, weil mir das gereicht hat. Der war positiv.
Und dann war ich nicht wirklich schockiert, weil ich es schon angenommen habe davor. Aber wenn man das dann quasi schwarz auf weiß hat oder nochmal eine Bestätigung, ist das schon was anderes. Ich habe dann sofort eine Freundin angerufen und habe das erzählt. Die hat sich eher gefreut und war voll süß und dann bekommst du ein Baby. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall und das passt gerade überhaupt nicht. Mein Name ist Christine, ich bin 78 Jahre alt, bin Wienerin und wohne jetzt in Kärnten, habe 4 erwachsene Kinder, eine Tochter, 3 Söhne und ein Kind, was ich abgetrieben habe. Ich habe damals einen kleinen Buben gehabt mit 4 Jahren. Der Sohn war circa 4 und die Tochter war 7 Monate. Habe eine sehr schwere Brustoperation hinter mir gehabt durch einen Infekt vom Krankenhaus bei der Entbindung und habe auf einmal festgestellt, dass ich wieder schwanger bin. Mein damaliger Mann war Fernfahrer, der war Wochen, Monate lang weg und ich war völlig alleine mit den Kindern. Auch bei jeder Entbindung und so immer alleine gewesen und habe mir überhaupt nicht darüber hinaus gesehen, nach so schneller Zeit wieder ein Kind zu bekommen. Und ich habe eine Bekannte gehabt und die hat mir dann eine Adresse gegeben, wo sie gesagt hat, sie hat selbst schon abgetrieben dort und es ist alles gut vorbeigegangen und ich habe mich dann sicher auch gegen meinen Willen entschieden, dieses Kind doch nicht zu bekommen. Mein Name ist Julia. Ich habe im September geheiratet, heiße jetzt Julia Granitzer. In wenigen Tagen werde ich 27. Ich bin in Indien geboren, am Fuße des Himalayas. Viele haben mich gerne als Spitznamen immer die Himalaya-Prinzessin genannt in der Schule. Ja, bin mit 4 Jahren adoptiert worden, war im Heim von der Mutter Teresa ein Jahr lang. In Indien ist die Situation so, dass es das Kastensystem gibt und ich war Outcast, das heißt, das war unterste Schicht, wo Mädchen absolut nicht geduldet werden, gell? Und eher Mädchen, wo die weggeschmissen werden oder zum Sterben einfach liegen gelassen werden. Und ich bin in das Heim gebracht worden von der Mutter Teresa, bin ich gerettet worden, war ein Jahr lang dort und bin dann von österreichischen Eltern adoptiert worden. Sie haben mich dann adoptiert, sicher auch mit dem guten Willen, mir ein schönes Leben zu ermöglichen. Aber sie waren in vielerlei Hinsicht sicher auch überfordert. Ich war immer ein ziemlicher Wirbelwind und meine Eltern waren von der Mentalität einfach auch sehr ruhige Menschen. Sie waren überfordert in vielerlei Hinsicht, in vielen Bereichen. Es ist einfach sehr viel Gewalt einfach passiert in der Familie. Und das war dann der Grund, dass ich mich dann, wie ich dann jugendlich war, dann einfach mich abgekapselt habe, immer mehr. Meine Mutter hatte dann leider auch Brustkrebs und da war die Situation dann zu Hause auch noch mehr angespannt, wie es schon war. Und sie ist leider daran verstorben. Und ich war in meiner Überforderung, war ich nicht viel da, dann auch dann zu Hause mehr. Habe mich dann eigentlich in eine Beziehung hineingestürzt, ohne das genau zu reflektieren, ob ich das möchte. Und ich war dann doch 2, 3 Jahre mit ihm zusammen und bin dann von ihm schwanger geworden. Und das war eine Situation, die total überfordernd war. Für mich selber, für meinen damaligen Partner natürlich auch. Wir waren beide sehr jung und genau in der Zeit ist dann auch meine Adoptivmutter verstorben. Aus psychotherapeutischer Sicht gibt es keine richtige oder falsche Entscheidung, aber oft sind sich Betroffene überhaupt nicht bewusst, dass eine Abtreibung psychische Folgen nach sich ziehen kann. Ich bin die Petra Blonner, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet seit vielen, vielen Jahren und habe 3 erwachsene Kinder. Von Beruf bin ich leidenschaftlich Lehrerin. Für mein Leben als junges Mädel hatte ich ganz klare Pläne. Ich wollte einfach reich sein und schön sein und Karriere machen. Und ich habe mich mit dem Thema Abtreibung gar nicht wirklich beschäftigt. Als ich dann bemerkt habe, dass meine Regelblutung ausgeblieben ist, habe ich auch nicht daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte. Und daher hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich meinen Gynäkologen aufgesucht habe, um zu schauen, was dann eigentlich los ist mit mir. Und der hat in seiner Praxis sofort einen Schwangerschaftstest durchgeführt, der dann positiv ausgefallen ist.
Ich war so schockiert, weil mich das völlig unerwartet getroffen hat und habe gleich zu weinen begonnen in seiner Praxis. Und der Arzt hat, wie so viele Ärzte, einfach sehr viel zu tun gehabt und keine Zeit gehabt und hat zu mir einfach gesagt, ja, jetzt führ dich mal nicht so auf. Es ist offensichtlich, dass du das nicht willst, also geh zu meinem Kollegen im 8. Stock, der wird dieses Problem für dich schon lösen. Und mit diesen Worten bin ich dann auf der Straße gestanden. Ich habe mir gedacht, ich muss doch mit irgendjemandem jetzt reden. Ich bin schwanger und habe mich auf den Weg gemacht zu meiner Schwester, weil die hat ganz in der Nähe einen Arbeitsplatz gehabt. Vor ihrer Tür aber habe ich wieder kehrt gemacht, weil ich mir gedacht habe, was wird sie denn erzählen, was wird sie denn zu mir sagen, was wird sie zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern sagen. Und wahrscheinlich hätte ich dann mein cooles, kluges Image eingebüßt, wenn Leute darüber geredet hätten, boah, so ein junges Mädel, die geht ja noch in die Schule und die ist jetzt schwanger geworden. Also habe ich entschieden, nicht mit meiner Schwester, nicht mit meinen Verwandten, auch nicht mit meinen Freunden zu sprechen, denn ich hatte einfach Angst, verurteilt zu werden. Oder dass mir jemand sagt, meine Güte, wie kann dir denn das bloß passieren? Weißt du denn nicht Bescheid? Eines der Kriterien, was da dran hängt dann auch, ist, ob diese betroffene Person in so einen Tunnel gerät, wo sie eigentlich nicht mehr rechts oder links schaut, sondern nur noch diesen Tunnel sieht und nicht weiß eigentlich, wie sie sich selber helfen kann, beziehungsweise wie sie sich helfen lassen könnte. Und das ist auch sehr stark mit Scham verbunden. Will man sich öffnen? Will man sich anderen öffnen? Will man sich der Familie öffnen? Will man sich Freunden öffnen? Das ist oft sehr schwer, weil das dann eine zu große emotionale Komponente bekommt, weil natürlich als Mutter oder Vater oder Freund oder eine Freundin hat man eine sehr viel stärkere Meinung dazu, was jetzt mit diesem ungeborenen Leben passieren soll. Ich habe dann aber doch dem Vater des Kindes Bescheid gesagt und er war auch gleich zur Stelle, hat natürlich die große Not gespürt, in der ich war. Er hat zu mir gesagt, na ja, das ist eigentlich deine Zukunft, also entscheide du, was du machen möchtest. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich denken soll, außer dass mich dieses Kind, diese Schwangerschaft einfach bedroht. Das Kind bedroht meine Lebenspläne, aber nicht nur das, es hat sich wirklich so angefühlt, als würde es mein Leben bedrohen. Außerdem soll das ja ein Frauenrecht sein, das man abtreibt. Ich kenne auch niemanden, dem es schlecht geht nach einer Abtreibung. Scheint ja alles ganz einfach zu gehen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diesen Termin im 8. Stock zu vereinbaren und bin dann auch an einem ganz normalen Schultag dorthin gegangen. So oft kommen die Leute wegen einer anderen Thematik oder einem anderen Problem zu mir und im Laufe dieser Gespräche oder im Laufe dieser Verarbeitung kommt dann erst die Thematik von Abtreibung, von Schwangerschaftsunterbrechung einfach ans Licht. Es wird dann zum Beispiel bei Depressionen. Depressionen kann wirklich manchmal Unvergebenheit sein. Unvergebenheit sich selber gegenüber, weil sie dann Jahre später draufkommen, hätte ich es doch nicht gemacht, habe ich es falsch gemacht. Bei Männern zum Beispiel ist es oft, dass sie Unvergebenheit haben, dass sich ein Groll gebildet hat, der Partnerin gegenüber, weil sie ausgeschlossen worden sind. Sie waren ja eigentlich vom Anfang an dabei, sind aber dann ausgeschlossen worden, oft gar nicht gefragt worden, weil es geht ja um die Frau. Also das ist auch sehr breit gefächert, diese Thematik. My name is Timothy Hall. I'm 45 years old. I have 5 children, and I also have 1 aborted child. When I was in university, I met a beautiful lady, and we fell in love, and we started planning our future together and hoping that we would become married soon and just enjoy our life together. And we decided that since we were going to get married, we might as well start living that way. And that included sex. And just in a few short months, that changed everything. She immediately left our house
She left town, she went home to be with her parents, and she completely avoided me for 3 months. I didn't hear about how is she doing, and I was wondering, where's the love of my life? We had all these plans. But I remember the day where she called me, and I can still picture the room where I was sitting and everything about it 25 years ago. And what she said to me on that phone call changed my life, because what I thought was going to be my future, she said, no, I want you to know that you have been a father for 3 months. And I realized I didn't love you enough to have your children. So I made the choice to abort our child. Ja, ich bin Peter Eilichmann und habe 2 erwachsene Söhne und habe aber auch ein Kind. Ich bin auch Vater eines Kindes, was durch Abtreibung verstorben ist. Das heißt, gefühlt habe ich 3 Kinder. Ich war verlobt damals, verliebt bis über beide Ohren. Und für mich war das klar, wir heiraten bald. Und dann kam dieser Moment, ich werde Vater, die Schwangerschaft. Und mit einem Schlag, kann ich sagen, hatte ich Vatergefühle. Da war überhaupt nicht die Frage, gibt es die Frage, Kind oder nicht? Aber es gab eine Verlobte, die mit einem Schlag dagegen war. Und interessant ist, finde ich im Nachhinein auch sehr, sehr spannend, wenn man das so 30 Jahre reflektiert. Ich hatte mir überhaupt nicht die Frage gestellt, ob sie vielleicht Kinder möchte oder nicht. Für mich war das selbstverständlich. Sie war kinderlieb. Sie hat auch in ihrer Ausbildung als Therapeutin in dieser Zeit, ich glaube, es war das 4. Semester, mit Kindern zu tun gehabt. Und jetzt kam da plötzlich ein Riesenschnitt. Im Endeffekt eine Bremse in jegliche Lebensplanung rein. Die Hochzeit stand in Frage. Moment, was ist da los? Man versucht, den anderen zu überreden, man versucht, ihn zu überzeugen. Es war letztendlich komplett zwecklos. Und ich musste in der Zeit feststellen, in kürzester Zeit, ich habe als Mann, als Vater eines werdenden Kindes, überhaupt keine Stimme. Manchmal ist es auch so, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel jung sind, oft gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, für sich selber eine Entscheidung zu treffen. Es haben die Eltern die Entscheidung getroffen. Bei Frauen ist manchmal schon passiert, dass die Männer die Entscheidung getroffen haben, dass es eigentlich gegen ihren Willen war, dass sie eigentlich den Wunsch gehabt hätten, das Kind zu behalten. Aber aufgrund des Druckes, der von rundum gekommen ist, haben sie sich dann doch entschlossen, diesen Abbruch zu machen. Also ich bin die Barbara und habe vor circa 20 Jahren einen Schwangerschaftsabbruch gehabt. Ich war damals circa 2 Jahre mit meinem Freund zusammen und bin gerade von einer Pille auf die andere umgestiegen. Da wollten wir auf Nummer sicher gehen, haben deswegen Kondome benutzt und an dem Abend haben wir uns auf ein Kondom vom besten Freund meines damaligen Freundes verlassen. Was uns nicht verraten hat vorher war, dass er das schon ewig lang in der Geldbörse hatte, bevor er es uns gegeben hat. Also ist es folglich gerissen. Und ich weiß nicht warum, Teenager oder Angst oder einfach nichts gewusst davon, sind wir danach auch nicht irgendwie gleich zu einem Arzt gegangen, um eine Notfallspille verschrieben zu bekommen oder so, sondern haben einfach gehofft, glaube ich, dass nichts passiert ist. Und wie dann doch die Blutung ausgeblieben ist, haben wir mal einen Schwangerschaftstest gekauft, der war dann positiv und dann war mal ein großer Weltzusammenbruch. Ich glaube, Druck haben wir beide keinen gehabt von außerhalb. Es war nur derartig tabuisiert, bei mir vielleicht noch einmal ums Gefühl ein bisschen mehr, katholische Privatschule, dass ich mich wenig getraut habe, mit jemandem darüber zu sprechen. Drum war eigentlich einer der schlimmsten, im Nachhinein betrachtet, interessantesten Momente, kurz nachdem wir den Schwangerschaftstest quasi ausgewertet in der Hand gehabt haben, wie mein kleiner Bruder, damals 8 Jahre alt, 7 Jahre alt, ins Zimmer gekommen ist und natürlich nicht gewusst hat, worum es geht, weil wir sind zu zweit da gesessen, gerade mit dem Ergebnis, beide ein fertiges Gesicht. Und er schaut uns beide an und sagt, wisst ihr, was cool wäre? Wenn ich Onkel wäre. Also, oh, bitte? Ich glaube, dann haben wir ihn rausgeschickt und dann haben wir mal beide ordentlich geheult.
und haben es dann ziemlich für uns behalten. Ich habe damals für mich beschlossen, ich sage das meinem Papa erst, wenn ich dann Kinder habe. So auf die Art, ich weiß nicht, Wiedergutmachung oder so. Da habe ich einen Enkel produziert. Aber damals habe ich zu ihm auch noch eine andere Beziehung gehabt als heute. Er weiß es noch immer nicht, aber nur weil das Thema einfach nicht aufgekommen ist. Es hat, weiß nicht, war nicht mehr wichtig. Es ist 20 Jahre später. Wir haben uns natürlich nicht sofort getraut, mit jemandem zu reden. Haben dann aber doch gesagt, okay, es muss aber jemand Erwachsener dazu. Haben dann zuerst mit meiner Mama gesprochen, die dann seine Mama informiert hat. Für uns war von vornherein klar, das geht nicht. Wir sind zu dem Zeitpunkt 16, 17 Jahre alt gewesen. Bei mir durchgerechnet, das wäre genau in der Matura-Zeit gewesen, wo ich ein Kind bekommen hätte. Man lernt in der Schule ja kurz einmal das Thema Abtreibung kennen. Und da war es für mich so, na, Abtreibung kommt nie in Frage. Ich will doch keinen Menschen töten. Wenn man aber dann wirklich vor der Überlegung steht, was für Auswirkungen so ein Kind auf dich und dein Leben hat, auf mich und mein Leben, dann sind die Gedanken ganz anders. Dann denkt man nicht partout, na, Abtreibung geht gar nicht, sondern man versucht halt, die Möglichkeiten, die es gibt, in Erwägung zu ziehen. Und halt dann abzuwägen, was jetzt für mich am besten ist. Die Gedanken fangen an, in ihrer Schwere zu galoppieren. Fragen und Ängste, zuvor nie benannte, werden auf einmal unmittelbar greifbar. Sie umfassen einen. In ihren Fängen wird das Ringen nach Antworten ein trostloser Kampf im Alleingang. Wie soll all das schaffbar sein? Woher soll all das Geld, die Zeit, die Kraft genommen werden? Wie soll man da selbst noch im Leben stehen? Und ich weiß, nirgends steht geschrieben, dass dieses Leben ein leichtes sein wird. Und dass wir auf all die Krisen, denen wir Tag für Tag begegnen, wir mit erneuten, wiederholten, routinierten Lösungen begegnen. Aber das hier ist kein Routinefall. Das hier ist keine alltägliche Entscheidung. Das hier ist an lebenslange Konsequenzen geknüpft. Sei es mit einem Traumata oder im Mutterglück. Oder falls es doch irgendwas dazwischen gibt. Und ich weiß noch, dass ich in diesen Raum gekommen bin, wo noch eine andere Frau gewartet hat. Wir mussten uns dort ausziehen. Wir haben so ein weißes Nachthemd bekommen. Wir mussten uns auf diesen Stuhl legen. Und dann habe ich eine Narkose bekommen. Angeblich geht das ja alles sehr schnell. Ich wurde dann von einer Schwester wieder aufgeweckt. Hatte noch ein paar Minuten Zeit. Mir wurden ein paar Tabletten ausgehändigt. Entzündungshemmende Tabletten wurde mir gesagt, dass ich die nehmen soll. Und ja, dann wurde ich nach Hause geschickt. Bin einfach mit meinem Schulrucksack an demselben Tag wieder nach Hause gefahren. Und obwohl ich jetzt eigentlich etwas gemacht habe, von dem ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich halt wieder unschwanger und es hat niemand was mitbekommen, jetzt kann ich ja mein Leben weiterleben wie bisher, so war doch nichts mehr, wie es vorher war. Denn ich habe gleich, als ich die Praxis von diesem Arzt verlassen habe, gewusst, dass es nie mehr so sein wird, wie es vorher war. Ich habe mich zwar nie beschäftigt damit, wie das Kind im Mutterleib aussieht, und ich wusste auch nicht über mein eigenes Kind, wie weit es entwickelt war. Ich habe auch keine Ultraschallbilder oder etwas dergleichen angesehen. Aber trotzdem stand ich dann auf dieser Straße und ich hatte dieses Bewusstsein, das war mein Kind und ich habe das getötet. Es war damals nicht erlaubt abzutreiben. Es ist mit Gefängnis bestraft worden. Die Leute, die abgetrieben haben, die Ärzte, haben sie sehr geschützt, weil die immer mit einem Bein im Gefängnis gestanden sind bei diesen Sachen.
Es war eine ziemlich dramatische Sache. Ich bin zu 3 verschiedenen Adressen gegangen, bis dann die Abtreibung soweit war, weil ich durfte niemanden zweimal sehen. Ich durfte nie im selben Haus wieder sein, damit keine Möglichkeit besteht, dass man die Leute nachher anzeigt, die die Abtreibung gemacht haben. Du musst dir im Stiegenhaus selbst die Augen verbinden. Du darfst niemanden sehen. Es wird kein Wort mit dir gesprochen, damit du niemanden erkennst später. Und dann ist das eben alles erklärt worden und dann bin ich dort gestanden vor der Tür. Ich weiß noch, dass ich wirklich viel Angst gehabt habe. Auch alleine, der Mann irgendwo gewesen, der hat gar nichts davon gewusst. Und ich wollte wirklich weglaufen im letzten Moment. Aber ich habe mir gedacht, jetzt muss ich es machen, weil was mache ich sonst? Und habe mir dann die Augen verbunden und dann geht die Tür auf und dann holt dich der an der Hand rein. Du hörst keinen Ton. Beim zweiten Gespräch wurde mir gesagt, du wirst dann wach, du bist dann alleine in der Wohnung, du liegst auf einem Sofa und du bleibst liegen, solange bis es dir gut geht und dann stehst du auf und gehst nach Hause. Und genauso ist es dann auch geschehen. Eine meiner besten Freundinnen war die erste, der ich es gesagt habe. Und wir sind im Auto gefahren und sie sagt, oh mein Gott, du bist schwanger von dem. Und das war für mich so, boah, ja, von dem in der jetzigen Situation, das geht gar nicht. Und sie hat gesagt, wenn ich das Kind abtreiben möchte, sie fährt mit mir überall hin, sie unterstützt mich da, sie steht mir bei. Für mich war das dann auch irgendwie so eine Art Freifahrtsschein, weil ich gewusst habe, okay, es gibt Leute, die unterstützen das. Es gibt Leute, die helfen mir in dieser Situation auch damit klarzukommen. Wenn man vor dieser Entscheidung steht, vor dieser schwierigen Entscheidung, ob man jetzt einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen will oder nicht, dann ist einem ja jede, und eigentlich zu einem Schwangerschaftsabbruch tendiert, ist einem ja jede Ausrede unter Anführungszeichen willkommen, warum das eigentlich okay ist. Und dann war ich bei meinem Frauenarzt und ich weiß noch so genau, ich bin reingegangen und habe gesagt, ich bin schwanger, aber das Kind wird abgetrieben. Und er schaut mir so an und sagt, okay, jetzt schauen wir mal. Hat einen Bluttest gemacht, war natürlich positiv, ich habe ja schon gewusst, dass ich schwanger war. Dann hat er gesagt, okay, wenn Sie sich da so sicher sind, da ist diese Überweisung und gehen Sie in die Klinik. Und dann bin ich in die Klinik gefahren, das erste Mal zurückgewiesen worden, weil irgendein Formular gefehlt hat. Und das zweite Mal bin ich da reingegangen und da waren sehr viele Menschen in dieser Ambulanz. Und dann kriegt man da ein Formular, das man ausfüllen muss. Und da gibt es einen Passus oder also einen Satz, der sagt, wenn Sie psychologische Betreuung möchten, dann kreuzen Sie das an. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich will doch jetzt keine psychologische Betreuung. Dann muss ich mich ja noch mehr mit dem Kind beschäftigen, noch mehr damit beschäftigen, was sein könnte mit dem Kind. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach die Zeit zurückdrehen. Ja, dann haben sie dort die Untersuchung gemacht und dann haben sie mir einen Termin gegeben, wann ich wieder kommen soll. Und zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, bin ich ja hingefahren. Meine Mutter hat mich da begleitet. Die war mir da eine sehr große Stütze. Ja, und dann ist das Kind abgetrieben worden in der Klinik. Da war es so, dass ich in einem Vorraum war, vor dem Operationssaal. Und da hat noch wer anderer auch neben mir gewartet. Das war ein wenig komisch, weil man halt auch das gehört hat, was da drinnen passiert. Die Sauggeräusche und so. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich drehe jetzt die Zeit zurück auf Anfang. Bin dann da rein und dann ist halt das passiert. Und dann im Aufwachraum, da war so eine nette Frau, die hat mich dann gestreichelt und hat gesagt, ich wünsche Ihnen, dass Sie ein Kind kriegen, wenn es dann für Sie passt. Und das war so schön. Also, der Frau bin ich so dankbar. Das war einfach nett.
ja, aus tiefstem Herzen nett gemeint. Dann war ich in der Klinik. Dort wird das, also ist ein bisschen eine öffentliche Einrichtung. Das heißt, man zahlt nicht ganz so viel für den Schwangerschaftsabbruch, wie wenn man es privat macht. Ich glaube, um die 300 € habe ich gezahlt. Würde man es privat machen, wären das ca. 700 € gewesen. Privat bekommt man allerdings schneller einen Termin. Also da passiert das wirklich von heute auf morgen. Man muss mal 1 bis 2 Wochen auf ein Vorgespräch warten. Und da wird man aufgeklärt über die Risiken. Also es ist ein stationärer Eingriff mit Narkose und ist quasi ein alltäglicher Eingriff, aber es kann natürlich immer was passieren. Also das Restrisiko ist, dass bei der Gebärmutter irgendwas verletzt, beschädigt wird und man danach keine Kinder mehr bekommen kann. Das hätte ich mir wahrscheinlich nicht verzeihen können, wäre das passiert. Und ja, man bekommt eine Infobroschüre mit allen möglichen Auswirkungen, auch wie es sich psychologisch auswirken könnte. Der Vater des Kindes hat mich auch gefragt, ob er mich begleiten soll oder ob ich das allein machen will. Ich wollte es allein machen, weil für mich war das okay. Ich schlafe, dann wache ich auf, es ist vorbei. Gut. Beim zweiten Termin hat man davor eben wieder einen Ultraschall und da wäre meine Sorge gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ob mir das die Frauenärztin gesagt hat oder eine Freundin, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man den Herzschlag des Kindes dann hört. Also da hatte ich ein bisschen Angst davor, dass das der Fall sein wird, weil ja, ich bis heute nicht weiß, wie ich mich dann entschieden hätte. War aber nicht der Fall. Also es war echt noch ganz früh. Der Abbruch war, glaube ich, in der 5. Woche. Und ja, ich habe mich dann für den Abbruch entschieden. Stationärer Eingriff, man bekommt eine Narkose, also man schläft dann ein und wenn man aufwacht, ist es quasi vorbei. Man darf dann am gleichen Tag auch wieder nach Hause gehen. Die Schmerzen setzen auch nicht sofort ein, sondern kurz danach dachte ich noch, okay, easy, kann ich mich eigentlich wieder anziehen und nach Hause gehen? Nein, die Schmerzen kommen. Es sind Periodenschmerzen mal 100. Also wirklich, wirklich unangenehm. Man bekommt dann natürlich Schmerzmittel. Ich glaube, ich habe dann noch 2 bis 3 Stunden geschlafen und bin dann eben nach Hause gefahren. Auch alleine. Also ich habe mich nicht abholen lassen. Natürlich haben wir uns beide Gedanken gemacht, weil wir das beide auf 2 Ebenen gesehen haben. Auf der einen Ebene dieser wachsende Zellhaufen. Und auf der anderen Seite habe ich damals auch schon, weil ein Teil von mir ist doch spirituell, darüber gesprochen, wie das mit der Seele ist, die da jetzt potenziell schon da sein könnte. Das heißt, ich habe viel Zeit damit verbracht, dann auch alleine in meinem Zimmer zu sitzen. Mein Freund war damals aus einem anderen Bundesland. Und mit dieser Seele zu sprechen und zu sagen, du, das passt gerade überhaupt nicht. Es tut mir wirklich leid, aber es passt gerade überhaupt nicht. Und habe dann quasi vereinbart mit dieser Seele, dass, wenn die Zeit reif ist, ich gern da bin, um Gefäß zu sein und die wiederkommen darf. Ich aber auch verstehe, wenn sie jetzt irgendwo hin will und woanders hingehen möchte und dann passt das auch für mich. Und ja, damit war das eigentlich gegessene Sache damals. Ja. Ja, irgendwie, nachdem wir das unseren Müttern kommuniziert haben, haben die das in die Hand genommen und sind halt dann mit uns zum Frauenarzt und in diese Abtreibungsklinik damals gefahren. Über die Frage, wann das Leben genau beginnt, gibt es diverse Diskurse. Tatsache ist, wenn man es biologisch betrachtet, beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein Prozess, der, wenn er nicht von außen gestört wird, in der Entstehung eines Menschen endet. Also es war so, dass ich dann gemerkt habe, es geht mir körperlich nicht so gut.
dann war natürlich auch die Überlegung, okay, ich gehe mal zu einer Frauenärztin. War dann auch bei einer Frauenärztin und die war auch sehr nett. Sie hat mir dann einmal Bauch angeschaut und dann hat sie gleich so gesagt, ja, sie sieht da die Herztöne, sie sieht, dass da ein Kind drinnen ist. Und da war ich in der 8. Woche. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, ich bin jetzt 19, meine Mutter ist jetzt gerade verstorben, ich habe überhaupt keine Person, vor allem weibliche Person, mit der ich jetzt darüber reden könnte. Wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen und ja, wer hilft mir jetzt in der Situation? Und für mich war es total schockierend, dass sie so zu mir gesagt hat, so, weil sie natürlich auch meinen Ausbruch bemerkt hat, dass sie dann zu mir gesagt hat, ja, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das wegzumachen. Und das war so, ich habe mich eingeschüchtert gefühlt, ehrlich gesagt, weil sie ist eine Ärztin und viele Leute setzen sehr viel Vertrauen einfach in die Ärzte und dann muss es ja wohl stimmen oder dann muss es ja wohl passen, weil diese Person muss es ja wissen, weil das ja eine Ärztin ist oder ein Arzt ist, ja. Und für mich war aber schon vorher ganz klar, was bei einer Abtreibung passiert. Und in mir ist dann so etwas erwacht, so ein Kampf einfach, also so ein Wille zu kämpfen für mich selber und für das Kind, egal was kommt. Weil ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass von Anfang an eigentlich nur, weil es ungewollt ist oder ungeplant ist, dass man das gleich zunichte macht, dem Ganzen eigentlich nicht einmal eine Chance gibt. Und keiner spricht. So sag doch, wie ist es, wenn es in einem weggemacht wird? So sag doch, wie ist es, wenn auf einmal in einem wieder Leere ist? So sag doch, wie ist es, wenn ich es vielleicht zurückhaben will? So sag doch einer was. Und Pro Familia sagt, dass 95% von 667 befragten Frauen auch 3 Jahre nach einem Schwangerschaftsabbruch sicher sind, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Doch die klinische Psychologin Maria Simon sagt, dass selbst die psychischen Spätfolgen einer Abtreibung auf 80% der Frauen zutreffen. Woher weiß ich, wie das bei mir sein wird? Woher weiß ich, wie ich darauf reagieren werde? Woher weiß ich, was das für mich bedeutet? Es geht doch hier um mich. Werde ich Depressionen bekommen? Stecke ich die denn weg wie eine Erkältung? Werde ich Albträume haben? Doch wie werde ich aus diesem wieder aufwachen? Werde ich ein bisschen bluten? Und wird die Wunde schnell verheilen? Wird es vielleicht gar nicht mal so schlimm sein? Werde ich böse Blicke ernten? Werde ich Zuspruch bekommen? Wird alles gut oder noch viel schlimmer? Antwortet bitte einer. Ich denke, man ist so in einer Ausnahmesituation auch. Irgendwie realisiert man das gar nicht. Damals hast du mit niemandem darüber gesprochen. Es hat keine Beratung gegeben, keine Aufklärung. Niemand konnte dir dazu was sagen. Niemand hat gesagt, behalt das Baby, ihr habt genug Geld, ihr könnt es euch leisten. Du wolltest ja immer viele Kinder. Das hat es ja damals alles nicht gegeben. Du musstest mit dem alleine völlig fertig werden. Also es war nie so, dass sie da irgendwelche Hilfsmittel oder Informationen mir gegeben hätte, überhaupt nicht, sondern es gibt nur die Lösung, es gibt nur die Möglichkeit, entscheidet selber. Und ich denke, dass viele junge Menschen vielleicht auf das irgendwie auch reinfallen, weil ihnen gar nichts anderes geboten wird. So es wird irgendwie so gesagt, so ja, entweder oder, entscheid die jetzt. Und da erwarte ich mir schon mehr, dass junge Menschen da mehr aufgefangen werden, weil das wirklich eine sehr schwierige Situation ist, gerade wenn sie dann auch verlassen werden, dass es eine Situation ist, wo man Verständnis einfach hat für die ganze Situation. Das Geld für die Abtreibung habe ich vom Vater des Kindes bekommen. Und dort, bei dem Gynäkologen selbst, der in seiner Praxis eben Abtreibungen vorgenommen hat, hat man mich in keiner Weise aufgeklärt. Ich kann mich erinnern, dass ich einen Zettel zur Unterschrift bekommen habe. Da musste ich einfach zusagen, dass für mögliche Folgeschäden der Arzt nicht haften würde, sondern ich selber. Ich hatte aber keine Ahnung, was die Folgeschäden sein könnten, also weder körperlich noch psychisch. Und ich habe einfach unterschrieben, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal volljährig war.
Aus kinderärztlicher Sicht ist es bedenklich, finde ich, dass wir in Österreich nicht wissen, wie viel Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr stattfinden. Das ursprünglich verabschiedete Gesetz der Fristenlösung, das 1975 verabschiedet wurde mit 93 zu 88 Stimmen, hat diesen Punkt nicht mit bedacht, dass man diese Statistik führen sollte. Und wir wissen nicht, ob wir in Österreich 30.000 Schwangerschaftsabbrüche haben oder 90.000. Und wenn man das hochrechnet mit der niedrig geschätzten Zahl, dann sind das 1 Million Kinder, die nicht auf die Welt gekommen sind seit 1975. Aber es könnten auch wesentlich mehr sein. Und ich denke, dass es einfach eine Grundlage ist von medizinischem Wissen, dass man Statistik darüber führt, über die Maßnahmen, die da erfolgt sind. Das macht man bei allen Dingen, bei Knieoperationen und bei Blinddarmentzündungen. Man führt eine Statistik über die medizinischen Maßnahmen. Und ich denke, gerade in diesem Bereich Schwangerschaftsabbruch, Konfliktschwangerschaft, wäre das ganz eine essentielle Grundlage, um einfach auch erheben zu können, was die Bedürfnisse sind, wo möglicherweise noch Lücken bestehen im Beratungsbereich oder in dem Angebot von Fördermöglichkeiten. Ein Problem unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit der Abtreibung ist jenes, dass Frauen einerseits stigmatisiert werden oder sich stigmatisiert fühlen und sich dann sich dann auch dafür schämen, darüber zu reden. Und andererseits wird im Vorfeld eigentlich zu wenig Aufklärung geleistet und zu wenig Information darüber gegeben, welche psychische Folgen eine Abtreibung haben kann. Es wäre natürlich eine tolle Idee oder ich würde es gar nicht als Idee bezeichnen. Ich persönlich würde es als Wichtigkeit bezeichnen. Wichtig, das in das System einzuführen, dass es Informationsquellen gibt, Aufklärungen gibt, die man aufsuchen kann, bevor man eine ärztliche Beratung hat. Und das könnte ja schon in den Schulen passieren, das könnte schon überall passieren und so vielleicht auch so ansprechende Titeln ist vielleicht das komische Ausdruck, aber nicht so Krisenstelle, Problemstelle, sondern dass das wirklich, dass das auch die Herzenssprache der Menschen anspricht, dass sie sich schon, wenn sie wissen, da gibt es diese Stelle mit den und den Namen, dass ich sage, hey, da gehe ich hin, da möchte ich mich informieren. Es mangelt auch sehr an Information. Es ist sehr eine einseitige Information, sodass wirklich, dass die Informationsquellen einfach größer werden, dass die Informationsquellen sich auch den Situationen anpassen. Die Emotionen sind sowieso schon sehr groß. Es ist sowieso schon so ein überladenes Thema, dass eigentlich ist es da wichtig, dass man einfach eine neutrale Beratung kriegt, beziehungsweise einfach einen neutralen Blick auf diese schwierige Entscheidung haben kann. Und wenn es wirklich ein Kind ist und es bleibt, es heranwächst, es atmet, es schreit und es bleibt im Leben. Ich bin nicht bereit. Ich wage es kaum als Chance wahrzunehmen. Denn wer wird mir Unterstützung geben? Könnte ich mit einer Behinderung umgehen? Wie soll ich mir dieses Mutterglück finanzieren? 1000 Fragen, die mich quälen. Und wenn das Kind geht, es herausgenommen wird aus dem Leben. Seine Schreie kommen mir nie zu Ohren, all die Sorgen fallen in dem Moment von mir ab und mein Bauch ist frei und ich bin es auch, oder? So denke ich. Und das Herz, welches in der 5. Woche zu schlagen beginnt, würde verstummen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass eine etwa 80% höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Beziehungsende durch eine Abtreibung ausgelöst wird. Doch das werde ich meinem Partner wahrscheinlich nicht sagen. Und all die Was-wären-wenn-Fragen. Würde ich ein Mädchen oder einen Jungen bekommen? Würde ich es schlafend oder schreiend im Arm halten? Würde ich es trotz all der Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt, vielleicht doch schaffen? Oder nicht? 1000 Fragen, die mich quälen. Die Chancen stehen 50-50. Leben
oder leben lassen? In den ersten Wochen habe ich noch gedacht, dass das alles ja wieder vergehen wird, genauso wie die starken Blutungen irgendwann vergangen sind. Aber das verging nicht. Das war wie eine Finsternis, die sich auf meine Seele gelegt hatte. So wie ich vorher mit niemandem darüber gesprochen habe, dass ich ungeplant schwanger geworden bin, so habe ich nachher noch viel weniger mit irgendjemandem darüber geredet, weil ich mich ja so schlecht gefühlt habe und auch nicht wusste, wie mein Umfeld darauf reagieren würde, wenn ich erzählen würde, dass ich eine Abtreibung hatte. Also habe ich das eigentlich für mich ganz alleine getragen. Das Schlimmste daran war, dass diese seelische Not, in der ich war, ich habe gedacht, niemand anders fühlt so wie ich. Frauen und auch Männer holen sich sehr selten Hilfe, was die Aufarbeitung betrifft. Zum einen ist das Thema sehr schambehaftet, es sind Schuldgefühle im Spiel und es wird oft als Geheimnis bewahrt. Also ein Geheimnis nicht nur vor Freunden, auch oft vor Familien. Es gibt sogar Frauen, die das geheim halten vor den Partnern. Es war dann zu einer Zeit, wo ich die Matura gemacht habe und habe dann begonnen zu studieren. Und ich habe begonnen, ganz viele Fächer gleichzeitig zu studieren, weil ich versucht habe, so meine Gedanken in Schach zu halten. Denn die haben sich immer wieder um dieses Thema gekreist. Es war viel Reue dabei. Ich habe mir danach oft gedacht, meine Güte, das hättest du ja geschafft, du bist ja eine starke Frau, das hättest du sicher machen können mit Kind. Aber es war einfach zu spät und ich wusste, das ist einfach nicht mehr rückgängig zu machen. Das Schlimmste waren für mich dann die Nächte, wenn es nichts mehr zu lernen gab oder wenn es einfach schon spät war, wenn es nichts mehr zum Fernsehen gab und ich einfach gedanklich zur Ruhe kommen sollte. Das ist mir nicht gelungen. Also ich bin einfach viele Nächte wach gelegen, habe mir immer vorgestellt, wie groß mein Kind schon wäre, wie alt es wäre, sogar wie es mich ansehen würde. Und ja, ich weiß, das klingt verrückt, aber so ist es mir gegangen. Ich konnte damit einfach nicht abschließen. Now, growing up, I had a wonderful dad, I had a wonderful mother, and so I knew that someday I wanted to be a father too, because I had good role models. I was very fortunate. And to have that future ripped away from me was a huge wound in my body and in my soul. And from that point on, it started a very destructive spiral in my life. That rejection, it forced me to close up. The real person went into hiding. So I put on a mask, and so other people didn't know how much I was hurting. To look at me from the outside, you think, oh, super guy. But on the inside, it was a completely different person. That guilt and that shame of what I had put her through, I forced her to make a very difficult decision, and I felt guilty about that. And I wanted that child. That was my child too. And just a pause here, sorry. Eigentlich war ich froh, dass ich abgetrieben habe. Weil ich nicht das Studieren beginnen hätte können und weil ich nicht einen kleinen Schnitt machen hätte können. Insofern war ich froh, als dann das Studentenleben beginnen hat können. Ich war irgendwie in so einem Zwiespalt. Ich war froh, Student zu sein, froh, auf die Partys zu gehen. Und dann wiederum habe ich mir gedacht, oh Gott, da sind jetzt Schwangere, da sind Kinder. Eigentlich, ich will da gar nicht hinschauen, weil ich gar nicht auf die Wunde schauen will, was diese Abtreibung gerissen hat. Da wird sowohl im privaten Kreis um die betroffene werdende Mutter als auch im ärztlichen Umfeld oft gesprochen von, das war ja nur
Schwangerschaftsgewebe oder das war nicht lebensfähig noch und das ist ein Zellklumpen und da brauchst du jetzt keine Gedanken machen, das hat man noch nichts so. Das nimmt natürlich jetzt eine Schwangere gerne auf, solche Aussagen, weil das beruhigt das Gewissen. Und es ist aber oft irgendwie wenig sinnvoll, weil die Frau weiß, dass das nicht stimmt. Das ist einfach im Unterbewusstsein, weiß sie ganz genau, dass das jetzt nicht nur ein Zellklumpen war und es ist vielleicht kurz überbrückt das irgendwie das Gefühl, dass da jetzt doch schon was gelebt hat, aber das kommt irgendwann, kommt es wieder rauf, weil es einfach nicht wahr ist und das kann man jetzt kurz vertuschen, aber langfristig gesehen ist diese Strategie nicht sehr erfolgreich. Und war dann auch an der Uni dann in psychologischer Betreuung. Und wir haben das Ganze super aufgearbeitet von meinem Ex-Freund und so. Und dann sind wir eben zu dem Punkt Abtreibung gekommen. Und sind an dem Punkt angelangt, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vergeben und ich habe das Gefühl, Gott vergibt mir auch nicht. Also ich bin mit einem Gottglauben auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Also ich glaube daran, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube aber auch daran, oder ich habe daran geglaubt, dass dieser Gott eigentlich nicht will, dass ich mein Kind abtreibe. Das habe ich aber dann gemacht. Und aufgrund dessen habe ich mir dann Schuldgefühle zugestanden. Und natürlich ist es wahrscheinlicher, dass man unter einer Abtreibung leidet, psychische Folgen davontragt, wenn man gegen diese Moralvorstellungen oder Werte gehandelt hat. Nicht zum Beispiel eine sehr religiöse Familie, eine sehr religiöse Frau, die eigentlich diese Werte vertritt. Ein ungeborenes Leben ist ein Leben und einfach dieses ganze Bild, sage ich, sehr traditionell ist, die wird vermutlich, muss auch nicht immer sein, aber wird vermutlich stärker leiden unter den Folgen, psychisch leiden unter den Folgen der Abtreibung, als eine Frau, die sagt, das ist für mich losgelöst, das hat für mich nichts, das ist für mich das ist noch für mich kein Leben, und ich kann auch damit leben, ich habe da jetzt nicht diese Wertigkeit, die ich da dahinter sehe, und ich habe auch von meiner Familie oder meinem Freundeskreis oder meiner ganzen, die Menschen, die mich umgeben, habe ich nicht das Gefühl, sie würden mich verurteilen, weil das kommt natürlich dazu, wenn man weiß, oder annehmen kann, dass die Familie und die Freunde einen verurteilen würden für so eine Abtreibung, dann ist es ja eigentlich schon prädestiniert, dass man da was zu knabbern hat dran und nicht einfach so wegsteckt. Hingegen, wenn man weiß, man kann zurückgreifen auf einen Freundeskreis und Familie, die das absolut auch okay finden, weil sie die ähnlichen Wertevorstellungen haben, dann ist das natürlich, sage ich mal, wahrscheinlicher, dass man keine Folgen hat, psychische Folgen hat, keine schweren psychischen Folgen. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Also ich habe am Weg her kurz darüber nachgedacht, über die Frage, falls sie kommen würde, ob ich eine gute Entscheidung getroffen habe oder ob ich es lieber anders gemacht hätte. Und ich habe mir gedacht, wenn mir jemand sagen könnte, wie mein Leben ausschauen würde jetzt, hätte ich mich anders entschieden. Vielleicht. Aber ich bin nicht unzufrieden mit meinem Leben, wie es verlaufen ist. Und deswegen, ich kann nicht sagen, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ich weiß nur, es geht mir jetzt gut, so wie es gelaufen ist. Ja. Psychisch habe ich das Ganze gut verarbeitet. Also ich war danach auch eher erleichtert, dass es vorbei war. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, hätte ich wirklich kein Kind haben wollen. Und das war, so wie es passiert ist, voll okay. Also gut so, eher. Ich glaube, für mich wäre es schlimmer gewesen, hätte ich die Option auf einen Abbruch nicht mehr gehabt. Die Sache war für mich damals, so wie es heute klingt, es war erledigt für mich.
Das Leben ist normal weitergegangen. Ich habe mich um die 2 Kinder gekümmert. 3 Jahre später ist die Ehe in die Brüche gegangen. Da musste ich schauen für eine neue Wohnung, meine 2 Kinder, wie geht's weiter. Und ich habe mich nie mit dem Kind beschäftigt. Ich habe nie an das Kind gedacht. Ich habe nie darüber nachgedacht, wenn du die 2 Kinder siehst, die du hast, da wäre ja noch ein drittes, oder wo ist das dritte? Man erlebt später mal bei einer Freundin eine Abtreibung oder bei irgendeinem Verwandten oder ich weiß nicht was, und dann plötzlich holt es einen ein. Also es gibt da die unterschiedlichsten Trigger, die so ein Erlebnis wieder herausholen, dass man eigentlich gedacht hat, dass man es verarbeitet hatte und ad acta gelegt hat. Es ist schon eigenartig. Ich erinnere mich, dass einige Zeit nach dieser Abtreibung meine Schwester schwanger geworden ist. Und das war sehr schmerzhaft für mich zu sehen, wie sie sich gefreut hat vom ersten Augenblick an auf dieses Kind. Und das war auch vom ersten Moment an ihr Kind. Und einfach diese Freude daran, alles herzurichten für dieses Kind, das hat wieder einen enormen Schmerz in mir ausgelöst. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine Emotionen auch nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Das war auch sehr untypisch für mich. Also ich kann mich erinnern, dass ich in manchen Situationen einfach unkontrolliert zu weinen begonnen habe. Zu dieser Zeit hat eine Versicherung Werbung gemacht mit großen Plakaten, auf denen ungeborene Kinder zu sehen waren. Und das habe ich zum Beispiel nicht ertragen können. Wenn ich das unverhofft um die Ecke gehend irgendwo gesehen habe, hat es in mir eine starke Emotion ausgelöst. Das war unbewusst einfach immer da. Es war dann natürlich die Scheidung, du stehst dann da mit den Kindern, das verleitet einem dann schon auch einmal ein bisschen mehr zu trinken oder dich abzulenken, die Sorgen zu vergessen, auch das Unglücklichsein zu vergessen. Und irgendwann haben dann einmal diese Albträume begonnen. Und das waren 3 verschiedene Träume, die sich permanent im selben Rhythmus wiederholt haben, über 40 Jahre lang, über fast 45 Jahre lang. Und zwar der erste Traum war, dass ich auf einen Fluss geschaut habe und da sind tote Kinder vorbeigeschwommen, so Babys mit so ganz hellen weißen Haaren, die so im Wasser geschwebt sind. Die sind vorbeigeschwommen. Das war der erste Traum. Der zweite Traum war, dass mir auf einmal schreckhaft bewusst geworden ist, ich habe ein Kind und das Kind seit 3 Tagen nicht gefüttert und habe überall das Kind versucht zu finden, habe gesucht und das Kind nicht gefunden. Und der dritte Traum war, dass ich im 5. Monat, Ende 5. Monat der Schwangerschaft festgestellt habe, dass ich wieder schwanger bin und keine Chance mehr habe, es abzutreiben. Das hat mich in Panik versetzt. Und diese 3 Träume haben sie permanent wiederholt. Also diese sogenannten posttraumatischen Belastungssymptome kann man unterscheiden in die direkt nach der Abtreibung auftreten oder auch ganz plötzlich nach 10, 15, 20 Jahren. Der Unterschied ist, dass die direkt nach der Abtreibung auftreten, meistens zusammenhängen mit Schuldgefühlen, Scham, also jetzt nicht so psychosomatisch sind, sondern eher einfach psychisch. Und die auftreten nach vielen Jahren, äußern sich sehr oft als psychosomatisch und sind nicht sofort erkennbar, dass sie im Zusammenhang stehen mit dem Trauma von der Abtreibung. Und da braucht es viel psychologische Arbeit, um das herauszuarbeiten, um überhaupt zu erkennen, warum kommt es zu diesen Belastungen. I tried to hide the anger and the guilt and the shame because I was rejected. The love of my life was torn away, and the future of having a child seemed at that moment completely gone. And so I was angry, and I felt ashamed about it. That forced me to go into a very dark depression. I started looking at pornography, not casually,
but very intensely, and it became an addiction to me. And of course, in pornography, there's no rejection. Und ich bin auch nicht mehr groß raus. Ich war einfach nur für mich und es war nichts mehr wie vorher. Und sie kam dann natürlich irgendwann zurück und hat auch dann noch, glaube ich, ein Semester war es gemacht und hatte Examen. Aber es ist alles kaputt gegangen. Die Verlobung wurde gelöst. Das war ein Einschnitt, da ging es nicht nur um das Kind. Das war ein Eingriff in unsere Planungen, das war ein Eingriff in unser gemeinsames Leben. Männer haben so gesehen kaum eine Stimme, was ich aber nicht gutheißen kann, überhaupt nicht, weil wir uns als Männer, wenn wir, ich sag jetzt mal, Liebende sind, direkt mit dem Kind verbinden. Da kommt ein Kind auf die Welt, es wächst, so bei mir war das so, da waren die Vatergefühle. Es war sofort auch eine emotionale Nähe da. Und jetzt wird dir das eigentlich schon wieder, bevor es wirklich da ist, so entrissen. I had so many questions about who this child would be. You know, would it be a boy or would it be a girl? What would he or she look like? Would she look like their mother or some like me? You know, would she be active? Would she be sporting? Would she be cute? And all these things that the questions haunted me for years. And I had no way to get these questions out and to solve these answers, to answer the questions that were very important in my life. And without an avenue, without the available conversation, like what we're trying to do now, it was very devastating for me. Ich wünsche mir einfach, dass wir als Männer eine Stimme haben, dass man uns ernst nimmt. Ich komme auch mittlerweile mit einigen Männern ins Gespräch, die sich mir öffnen und sagen, hey, ich habe sowas erlebt, aber ich konnte bisher nicht drüber reden. Ich finde es gut, dass du drüber sprichst. Es ist doch so ein Thema, was gerne mal weggeschoben wird. Vielleicht auch dieser Satz, Indianer spürt keinen Schmerz, was man als Junge gerne mal hört. Das kann man ja auch auf einen Abtreibungsschmerz oder auf ein Trauma hin anwenden. Ja, im Endeffekt die große Frage, wie können wir das machen, dass Männer eine Stimme haben? Wohin können sich Frauen und auch betroffene Männer, die oft viel zu wenig berücksichtigt werden, hinwenden? Wie viele von diesen Frauen haben psychische oder körperliche Folgen nach der Konfliktschwangerschaft, nach dem Schwangerschaftsabbruch und der Abtreibung? Das sind alles Dinge, die wir in Zahlen, Daten, Fakten nicht wissen, die aber als Grundlage für weitere Beratung, für das Aufbauen eines Betreuungs- und Unterstützungssystems ganz essentiell wichtig wären. Durch das, dass ich halt von zu Hause halt sehr isoliert aufgewachsen bin, ich habe wenige Freundschaften haben dürfen auch, war wenig auch unter Leuten, habe ich auch nicht gewusst, so wie man eigentlich sich wirklich in der Gesellschaft sich integriert. Ja, und ich habe sehr viel lernen müssen dadurch, selber zurechtzukommen in dieser Welt. Aber ich habe jetzt nie ein richtiges Zuhause da gehabt. Ich war halt immer, jeder zweite Tag habe ich dann wieder überlegt, wo könnte ich jetzt übernachten. Und es war ein langer Weg und es war dann natürlich, ich habe jeden Tag in der Schwangerschaft geweint und es war eine herausfordernde Zeit für mich. Und es war eine Zeit, die mich wahnsinnig geprägt hat und die mich wahnsinnig weitergebracht hat in mein Leben und wo ich sehr viel gelernt habe einfach. Habe dann frühzeitig in Mutterschutz gehen müssen, weil sich dann durch die psychische Belastung dann mein Muttermund auch schon geöffnet hat in der 14. Woche. Und ja, hätte viel Ruhe gebraucht eigentlich in dieser Zeit. Bin aber trotzdem dann oft von A bis B eigentlich gezogen, um einfach Halt zu spüren, bei Freunden zu sein und da wirklich dieses Gefühl zu haben, ich bin aufgehoben. Wir waren dann eben an dem Punkt, wo die Psychologin gesagt hat, also mit der Selbstschuld und auch mit die Schuld von Gott irgendwie nicht erkennen, aber zu wissen, dass Gott mir nicht die Schuld gibt, da kann sie mir nicht helfen. Da steht sie als Psychologin an.
Und ich habe aber gewusst, ich brauche irgendeine Hilfe in dem Sinn, weil das kann so nicht weitergehen, dass ich nur auf Partys herumrenne, dass ich nur Alkohol trinke, dass ich nur irgendwelchen One-Night-Stands nachhänge. Ja? Also so, das geht nicht, dass ich mir Liebe von den anderen suche. Ich brauche professionelle Hilfe, die sagt, dass ich wertvoll bin und geliebt werde. Und die sagt, dass es zwar nicht gut war, was ich gemacht habe, aber dass es halt jetzt okay ist. Und mir hilft, meine Schuldgefühle zu minimieren, zu verändern. Ich persönlich denke, egal was für Glaubensrichtung wir haben oder was für ein Background wir haben, ich denke, dass wir auch eine große Rolle spielen dabei, dass wir diesen Menschen wirklich einen Raum schaffen sollten, wo sie sich sicher fühlen, wo sie Vertrauen haben, wo sie wirklich dieses Gefühl haben, nicht nur das Wissen, sondern wo sie wirklich spüren, wo sie empfinden, wir begegnen ihnen wertfrei, wir sind da, ihnen zu helfen, wir sind da, sie zu unterstützen. So ein sicheres Auffangnetz. Wie mein Sohn geboren worden ist, war mein erster Gedanke so, ich will, dass es geliebt wird. Aber es ist nicht selbstverständlich. Das habe ich durch mein Leben irgendwie sehr hart lernen dürfen. Und meinem Kind einfach das zu geben, das erfüllt mich wirklich mit Freude, dass ich meinem Kind zeigen kann, ich liebe dich und du bist mein Fleisch und mein Blut und ich darf dir das alles geben, was ich nicht hatte. Meine Gedanken drängen zu Taten. Offene Ohren warten auf meine quälenden Fragen. Helfende Hände und wohlwollende Herzen offenbaren mir Hilfestellungen, die auf der Hand und auf dem Tisch liegen. Ich will darüber reden. Ich will damit nicht alleine bleiben. Ich muss damit nicht alleine bleiben. Sie sind da, um dir zu helfen. Steh dir selber nicht im Weg. Ihn allein zu gehen, verlangt keiner von dir. Deshalb mach den Mund auf und red. Denn wenn ich noch so viel abweg, lass uns darüber schweigen, ist keine Option, die langfristig besteht. I was very fortunate to find people that have made their choices of abortion too. So I found a safe space where I could open up and share these intimate feelings, these struggles, with other people that had shared similar circumstances. And finding out that there were other people that were also struggling, it helped me feel much better about myself, that it was okay to struggle, that it was okay to grieve this loss. I mean, abortion is a loss that must be grieved, it must be processed like any loss. You know, you lose a job, someone steals your money, or you lose a loved one, a parent or grandparent. It's a loss that must be grieved because that pain will always be there. That hole, that soul tie will always be there until you grieve and until you forgive yourself and until you forgive your partner at that time. Then you can become free, and then you can be free to enjoy life, enjoy the relationships that you do have. Now I have 5 children, and I'm fully free to invest my heart in them and love them unconditionally because I can love myself now. Dieses ins Bewusstsein rufen und ganz einfach sich dessen bewusst werden, was hast du getan? Das war mir bis dahin nicht bewusst. Ich bin dort rausgegangen, die Sache war für mich erledigt. Ich habe genug um die Ohren gehabt. Ich glaube, der richtige oder perfekte Zeitpunkt, den wird es sowieso nie geben. Also man kriegt es immer irgendwie hin. Ich finde es aber trotzdem auch okay zu sagen, mir passt das jetzt nicht rein, ich möchte es nicht haben und ich entscheide mich gegen das Kind. Ja, deswegen finde ich,
man sollte sich zuerst selbst Gedanken machen, gut, was will ich? Mit welcher Entscheidung könnte ich leben, mit welcher überhaupt nicht? Also ich wusste für mich nicht, wie ich da wieder rausfinden könnte. Ich habe keine Idee gehabt und ich hatte auch nicht den Mut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ich hatte solche Angst, dass jemand zu mir sagen würde, wie konntest du nur? Denn das habe ich mir ja selber immer gesagt. Und umgekehrt, der Glaube an Gott, an einen vergebenen Gott, hat mir dann rausgeholfen. Ich bin dann noch einige Schritte gegangen. Ich glaube, dass Heilung immer ein Prozess ist, ein Weg ist. Ob ich schon ganz durch bin oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt einige gute Schritte, die man gehen kann, die auch hilfreich sind, damit man aus diesem Trauma wieder herausfindet. Wie gesagt, für mich ist das so ein gespaltenes Thema. Ich glaube, dass viele Leute Leben von Zellen nicht unterscheiden. Und das mache ich aus irgendeinem Grund. Ich kann nicht sagen, wieso. Aber ich habe deswegen, glaube ich, auch weniger Probleme mit Tod im Allgemeinen. Mit Leiden natürlich. Aber ich habe nicht den Eindruck, Leiden zugefügt zu haben. Und alles, was auf dieser spirituellen Ebene passiert, ist für mich ganz getrennt. Und weil ich zwar katholisch aufgewachsen bin und durch die Schule da viel mitbekommen habe, natürlich weiß ich, dass da auch ein Hintergrund ist, aber ich habe das alles schon immer ein bisschen anders gesehen. Und mich von der Seele damals zu verabschieden, das war unproblematisch, weil ich gewusst habe, die kommt woanders hin oder kommt zurück und so. Und ich glaube, dass das mit diesem Gedanken aus der katholischen Kirche gar nicht vereinbar ist. Ich habe für mich dann noch mal einen anderen Rahmen gefunden. Ich habe ein Kloster entdeckt bei uns am Bodensee, wo man ein kleines Täfelchen anbringen kann in Gedenken an das abgetriebene Kind. Und dann habe ich mir überlegt, gut, du gibst dem Kind einen Namen. Ich habe dann Andrea gewählt, aus dem Italienischen. Weiß man von Andrea Bocelli, es kann ein Mann sein, der Name, oder eine Frau. Und das war ein schönes Gefühl, dass es jetzt eine ganz wunderbare Grotte gibt. Sie nennt sich die Grotte der Ungeborenen, wo ich dem Kind gedenken kann. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich hinkommen und dann sehe ich das Schildchen, also schöne kleine Tafel aus Stein. Da steht dann Andrea, also zwischen James und Maria. Es war zufällig so. Und ja, das hat mir geholfen. Einmal ein Kerzchen anzünden, einmal ein Kerzchen für ein Kind, für das Kind. Ja, aber auch ein Kerzchen, das es, ja sorry, aber dass es heilen kann. Weil es eben zwischendurch doch noch immer mal hochkommt. Meine persönliche Erfahrung und berufliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass sehr viele Ärzte, Gynäkologen, Pränataldiagnostiker sich eine Unterstützung sehr wünschen würden und sehr willkommen heißen würden, weil sie eigentlich mit der beratenden Rolle, die sie da gezwungenermaßen einnehmen müssen, überfordert sind. Das ist nicht ihr Spezialgebiet, sie sind nicht ausgebildet, sie haben nicht die Zeit, auch nicht die Expertise. Und ich glaube, dass da sollte besser verlinkt werden zwischen den Ärzten, den Schulärzten und diversen Beratungsstellen, Seelsorge, psychologische Berater. Also es gäbe ja genug. Die Ärzte sollten Zugriff haben auf ein Pool von psychologischen Beratern, Lebens- und Sozialberatern, Beratungsstellen, Seelsorgestellen, die sie dann der betroffenen Person anbieten. Es gibt viele Beratungsstellen, es gibt viele Hilfe. Du kannst es heute jemandem erzählen, du musst dich nicht unbedingt jetzt schämen und darfst niemandem ein Wort sagen. Also ja, freilich, man muss darüber sprechen. Für mich ist es ganz wichtig, den Frauen das Bewusstsein zu geben, dass sie sich Zeit nehmen. Da ist Zeit so das Wichtigste auch, wenn sie die noch haben. Dass sie wirklich noch einmal drüber nachdenken, es wirklich überlegen und ob es nicht doch möglich ist, das Baby zu bekommen. Also zunächst einmal finde ich es wichtig, was wir alle machen können, die wir einer Frau begegnen, die abgetrieben hat. Verständnis zeigen und nicht schockiert und verurteilend zu sein. Und dann einfach zuhören und alle Frauen, die
einen Abbruch hinter sich haben, möchte ich ermutigen, darüber zu reden. Das hilft schon einmal sehr. Zu wissen, dass man nicht allein ist, wenn man leidet und dass man leiden darf. Frauen, die in dieser Situation einer ungeplanten Schwangerschaft sind, würde ich empfehlen, sich umfassend zu informieren. Ich kann mich erinnern, für mich selber, ich habe mich irgendwie betrogen gefühlt, weil es wird einem gesagt, na, so eine Abtreibung, das ist ja schnell gemacht, es ist ja nicht schwierig, ist auch nichts dabei. Aber ich glaube, dass man sich schon genau anschauen soll, was passiert da eigentlich mit mir. Auf jeden Fall mit dem Partner besprechen, sofern es einen gibt. Vielleicht mit den engsten Freunden, wirklich vertrauten Personen. Sich informieren, was die Konsequenzen sein könnten. Eventuell sich im Internet ein bisschen schlau machen. Ich nehme an, es gibt genug Foren, wo sich Menschen austauschen, die einen Abbruch hatten, es danach bereuen, die keinen Abbruch hatten, das eventuell, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man das Kind dann bekommt, man bereut es nie wirklich. Ja, sich einfach informieren in jede Richtung. Sich Zeit lassen mit der Entscheidung und wirklich fragen, was man selber will. Und zu nichts drängen lassen, in keine Richtung. Ich glaube, so wie es mir gegangen ist, war das einfach individuell, weil wir Männer so oder so fühlen. Der eine fühlt so, der nächste fühlt so. So eine Art Standardtipp kann man, glaube ich, gar nicht unbedingt geben. Was ich wichtig finde, dass man, man muss es ja akzeptieren irgendwo. Ich kann ja nicht eine Frau zwingen, dass sie ein Kind kriegt, das ist unmöglich. Ne? Aber dass man einfach versucht, für Bewusstsein zu schaffen und es verdammt nochmal nicht aufgibt. Wirklich, wie bei mir, wirklich im Ernstfall auch bis zur Abtreibungsklinik mitfahren und versuchen, das Kind zu retten. Wenn es dann nicht gelingt, dann hat man aber alles getan. Und das ist was, das muss ich mir nicht vorwerfen. Ich trage natürlich Verantwortung, wenn ich als Mann mit einer Frau ins Bett gehe, umgekehrt und es geschieht. Das Potenzial ist immer da, dass wir als potenziell werdende Eltern. Aber dann auch wirklich alles zu tun, das hilft mir im Nachhinein, weil es kamen Schuldgefühle, interessanterweise. Ja, hast du nicht genug gemacht, dann hättest nicht noch irgendwie vielleicht zu den Eltern fahren können nach Hamburg, die sie ja bedrängt haben im Hintergrund gegen das Kind. Schwierig. Und ich glaube, sehr individuell. I still think about the moment, what she was going through, what thoughts may have been going through her head. And what I would say to a lady that's facing this at this moment is to make sure that you get all the information. So you deserve to know the consequences of making whichever decision you make, whether it's to keep the child, maybe it's to abort the child, but you need to know that there are consequences, good and bad, for your choices. And to know that there are people out there that will help you, that will support you, that you're not alone. I know the pain. I know the guilt and shame that you're dealing with. But there is hope. There are people that will love you unconditionally. You can be completely yourself. You can take off the mask and people will love you for who you are. You don't have to be ashamed of your decisions. Aber wenn jemand nur vor der Entscheidung steht und es steht jeden Tag irgendeine Frau vor dieser Entscheidung, dann ist es meines Erachtens noch wichtig, dass die Frau auch aufgeklärt wird, was passieren kann, wenn es abtreibt. Wenn Frauen abgetrieben haben, und es haben sehr viele Frauen abgetrieben, nur spricht niemand darüber, dann ist es eben aufgrund dessen meines Erachtens noch der erste Schritt, einmal darüber zu sprechen, sich jemandem anzuvertrauen. Weil man so in sich selbst dann drinnen ist, in der vielleicht Depression. Vielleicht geht es auch Frauen sehr gut mit der Entscheidung. Aber einfach Frauen, denen es nicht gut geht, dass die Hilfe kriegen. Auch wenn man selber Fehler macht, dass man sich diese Fehler verzeihen darf.
Und das lernt man halt oft nicht in der heutigen Welt. Ich würde vermutlich viele, viele Fragen stellen. Wo stehst du gerade im Leben? Wo hast du geplant, dass du hin willst? Wie sieht dein Partner, wenn es dann ein Partner war? Vermutlich würde ich fragen, wie es passiert ist, obwohl es irrelevant ist zu dem Zeitpunkt. Ich würde fragen, ob sie schon mit den Eltern darüber gesprochen hat. Ich denke, ich würde einfach ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen, weil die Antwort kann einem niemand geben. Du darfst nicht. Ich glaube, wenn es einfach zugängliche Psychotherapie gäbe oder irgendwas Ähnliches, was so gut anonymisierbar ist, dass jeder Fragen stellen gehen kann, dann wäre es weniger ein Thema. Also ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Es ist im Moment oft so gefühlt der Bereich, die für Abtreibung sind und die gegen Abtreibung sind, die sind gegeneinander. Und eigentlich geht es ja darum, dass man betroffene Schwangere, betroffene Eltern unterstützt in dieser Situation und herausfindet, was die Einzelnen brauchen in dieser Situation, damit sie ausreichend informiert sind über das, wo sie sich befinden und dann auch wirklich gut für ihre Situation entscheiden können. Und das fehlt uns im Moment. Und ich denke, wir müssen da einfach viel mehr ins Gespräch kommen miteinander. Und gelingen kann das, glaube ich, durch Reden und dadurch, dass diese Fronten nicht als so hart empfunden werden. Also man ist nicht dafür oder dagegen, sondern man möchte eigentlich den Betroffenen ein so breit wie mögliches Angebot machen, damit sie in ihrer Situation wirklich die beste Lösung finden. Aber was mir schon auch wichtig ist, auch wenn man eine andere Meinung hat, dass man den anderen einfach diese Meinung auch lassen darf. Weil jeder aus seiner Erfahrung heraus, aus seiner Lebenserfahrung, aus dem, was er erlebt hat, aus dem, was er geprägt ist, sich dann zu diesem Punkt einfach entschieden hat. Und es bringt oft nichts, wenn man diesen Menschen dann versucht, mit Biegen und Brechen halt eine andere Meinung aufzuzwingen, sondern mir geht es viel mehr darum, dass ich den Mensch als Mensch irgendwie gewinne. Und es gibt so viele Bereiche, einfach, wo man den Menschen wirklich als Mensch sehen soll und nicht dann, aha, du bist jetzt dafür oder du bist dagegen, mit dir rede ich nichts und du bist ja sowieso komisch und sowas. Und sich gegenseitig zu beschimpfen, finde ich, ist einfach kontraproduktiv für das ganze Thema, sondern dass man schon auch offen und ehrlich darüber reden kann. Und irgendwann, denke ich mal, muss jeder ehrlich halt reflektieren und halt drüber nachdenken. Ist es der Weg, den ich gehen möchte, ja oder nein? Sowohl bei beiden Gruppen, ich nenne sie jetzt Gruppen, die okay sind mit der Abtreibung und sagen, für mich richtige Entscheidung gewesen und ich leide da jetzt auch nicht drunter und das passt schon so, als auch bei denen, die immediate psychische Folgen davon haben, ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, dass nicht geredet wird darüber. Dieses Nichtreden versetzt diese Personen in, was ich vorher schon gesagt habe, in diese Tunnelposition, dass sie einfach mit niemandem sich austauschen können und sagen können, was sie belastet. Und es wäre so gut manchmal eben, dass dieses Thema ein bisschen entemotionalisiert wird und ein bisschen pragmatischer gesehen wird, auch und lösungsorientiert in die Zukunft blickend ist, weil zumindest sollte so eine Entscheidung so reflektiert wie möglich getroffen werden und dafür muss sich Zeit genommen werden und auch wirklich einfach zu schauen, wo liegen meine Ressourcen, habe ich sie nicht, welche brauche ich und von dort aus dann so eine Entscheidung zu treffen.
auch die Person, die Frau, die abgetrieben hat und okay ist damit, die ist ja eigentlich auch nicht okay damit, weil sie muss ja eigentlich Schuldgefühle haben, dass sie okay ist damit. Also es erzeugt in der zweiten Linie erzeugt das dann Schuldgefühle. Und es müsste einfach dieser Dialog gefördert werden, dass dieses Thema ein wichtiges Thema ist und je mehr darüber geredet wird, und desto mehr kann man diesen Frauen helfen, im Vorfeld als auch im Nachfeld. Und das ist das Wichtige, meiner Meinung nach. Hoffnungsgefüllter Raum. Schritte werden leichter. Atemzüge werden tief gezogen. In dem Moment meines Seins sehe ich auf die Möglichkeiten meiner Zukunft. Möglichkeiten, die nie mit einbezogen, lassen mich nach Neuem streben. Ich will Gedanken teilen, Zweifel nicht für mich behalten und den Ängsten die Zügel aus der Hand nehmen. Ich habe es in der Hand. 2 Streifen, die über 2 Leben entscheiden. Eins für mich und eins für das Kind, das in mir ist.